Ruinen von Moorstedt. Die Ruinen von Moorstedt sind ein modularer Bausatz aus verschiedenen Stevalin-Bauteilen, aus dem sich vielfältiges Streugelände basteln lässt. Allem voran natürlich Ruinen, also zum Beispiel zerbröckelte Mauern, verfallene Gebäudeecken, geheimnisvolle Pforten und. Den Kern dabei bilden verschiedene Mauersegmente, die sich neben oder übereinander anordnen lassen. Hinzu kommen dickere Eckpfeiler, um längere Wände oder Gebäudewinkel zu entwerfen. Anschließend kann dann alles mit jeder Menge Kleinkram verziert werden, sei es Geröll, einzelne Mauerziegel, Schießscharten oder sonstige Deko. Die Bauteile bestehen, wie gesagt, aus Stevalin. Das ist ein synthetischer Keramikgips mit einer deutlich höheren Härte und viel besseren Abformgenauigkeit als klassischer Gips. Mit Stevalin arbeite ich auch schon seit Jahren und nutze ihn zum Beispiel für die Produktion meiner Modular Dungeon Sachen. Entsprechend sind die Moorstedt-Bauteile auch schnell einsatzbereit. Kein Abwaschen, sondern einfach kurz mit einem Bastelmesser eventuelle Gussgrate wegkratzen, schon können die Bauteile mit Leim verklebt werden. Ich empfehle hierzu entweder schnell trocknenden oder wasserfesten Holzleim. Denn ein Vorteil von dem saugfähigen Stevalin ist, dass ihr darauf prima mit Farben und Washes arbeiten könnt. Normaler Holzleim könnte hierbei allerdings kurzzeitig aufweichen, daher nehmt gerne wasserfesten Leim. Ist aber kein Muss. Neben einem Bastelmesser könnt ihr zum Bearbeiten der Stevalin-Bauteile auch eine Zange zum Abknipsen oder eine Säge zum präzisen Abtrennen verwenden. Hinter den Ruinen von Moorstedt steckt übrigens Philipp alias Tabletop Lenny. Schon seit vielen Jahren tüftelt er immer wieder an neuen Bauteilen und erweitert so das Sortiment seines Etsy-Shops immer wieder mit interessantem Groß- und Kleinkram. Zum Beispiel mit verschiedenen Fenstern, Torbögen und Schießscharten. Die lassen sich auch übrigens prima nutzen, wenn ihr zum Beispiel Gebäude aus Hartschaum bastelt und die Fronten etwas aufpeppen wollt. Ansonsten bietet Philipp auch verschiedene Baumstämme und diese mega coole Ork-Statue an. Philipp und ich hatten uns im Rahmen seines aktuellen Kickstarter-Buchprojektes mehrfach ausgetauscht und da ich gerade auf der Suche nach neuen Geländestücken für Moonstone war, hat er mir netterweise ein großes Paket mit reichlich Bauteilen zugeschickt. Und mit Schokolade. Allerdings kann die gerade nicht vor die Kamera kommen. Vielen Dank, Philipp. Aber auch ganz ohne Schoki-Bonus bin ich von dem Moorstedt-Bausatz und den anderen Bauteilen sehr begeistert. Die Teile sind super gegossen und nur ganz selten war mal irgendwo etwas wegzukratzen. Auch die Designs sind abwechslungsreich und stimmungsvoll, besonders wenn man auf düsteres Fantasy-Gelände steht. Allerdings sollte man nicht erwarten, damit riesige Gebäude basteln zu können. Das Set ist wirklich primär für Ruinen und eher kleinere Geländestücke gedacht. Und nicht alle Teile passen immer lückenlos aneinander. Aber so ein Spalt lässt sich dann problemlos mit entweder Geröllteilen oder Spachtelmasse oder Strukturpaste füllen. Ich habe nun jedenfalls mehr als genügend Geländestücke für Moonstone und freue mich aufs Bemalen und Dekorieren. Wollt ihr dazu auch ein Video? Dann schreibt's in die Kommentare. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Restschoki und ihr könnt derweil beim Philipp stöbern. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann.